Hakelt der? Ja, you are live. Okay, super. Du kannst. Ja, hallo und herzlich willkommen. Hello and welcome to the Lionsgate Webinar. Hallo ihr Lieben, wir freuen uns. Jetzt geht's los. Unser Löwentor-Webinar beginnt. Wow. Vielleicht mögt ihr ganz kurz schreiben, woher ihr kommt und Hallo sagen. Die meisten sind schon angefangen. Es ist auch immer schön zu sehen, woher kommt ihr oder aus welchem Land. Yeah, and it's great that everybody's saying hello and you're writing where you're from. And I just saw somebody has birthday today, so happy birthday. Ja, jemand hat heute Geburtstag, herzlichen Glückwunsch. Und ich sehe so viele Länder sind auch da, also nicht nur die deutschsprachigen Länder, sondern wirklich auch weltweit, weil Jonette hat das ja auch durch ihren Newsletter bekannt gemacht und dies ist also ein internationales Webinar. Yeah, and it's amazing to see how many people from all the different countries all over the world are online. Genau. Und wir möchten also jetzt erstmal auch allen Danke sagen, die dazu beigetragen haben, dieses Event möglich zu machen. Und an erster Stelle natürlich Jonette und ihr Team mit Anna, Kali und Mo. Und dann auch allen im deutschsprachigen Bereich, die uns bei der Promotion unterstützt haben, wie Maria Gambel, Ursula Elbe, Maike Rodig, Astrid Witt, Inge Elsen und die vielen anderen, die die Info über ihre Verteiler oder an ihre Freunde und Bekannten auch weitergeleitet haben. Dankeschön. Yeah, and while everybody's writing and saying hello, we just wanted to thank everybody who enabled us to do this event, and first and foremost to Jonette and her team with Anna and Carly and Mo, and of course everybody who helped to promote it, all the teachers and practitioners. Ja, okay, and I think, oder ich sage mal lieber auf Deutsch, ich glaube, es ist soweit und ich mache jetzt Jonette auf den großen Screen. Yeah, and we just want to say hello to Jonette and welcome. Hello, Jonette. And we hand it over to you. Well, hello, everyone. I have this little ticker that's showing me how many people are getting online. This is exciting. You know, when we said, let's do something this summer, and we have the 8-8-18 Lionsgate, it just felt right to do this seminar together. Ja, und als wir darüber gesprochen haben, dass wir diesen Sommer irgendwas gemeinsam machen, da hatten wir die Idee, diesen 8.8. zu nehmen und dieses Löwentor-Webinar, und das hat sich einfach stimmig angefühlt, dass wir dann zusammenkommen. And at first we were thinking, all right, we want to support the German-speaking audience, but then I realized I speak English. We might as well reach out to everyone because I'm only doing it once. Und erst haben wir nur daran gedacht, die deutschsprachige Gemeinschaft auch zu unterstützen und das Webinar für die Deutschsprachigen zu machen. Aber dann war ja klar, Jonette spricht Englisch und von daher könnten wir es offen machen für alle. Und hier seid ihr. So I'm especially thankful to Maggie and Petra because they have all this technology stuff. I just have to get online. So thank you so much. Ja, und herzlichen Dank an Maggie und Petra, weil wir dann hier für die Technik sorgen. Und Jonette ist bei sich zu Hause und muss nur online gehen. Ja, also ganz kurz, es ist uns ein Anliegen, einfach Jonette wirklich auch im deutschsprachigen Raum bekannter zu machen und auch gelegentlich einfach mal diese Events zu machen, weil es ist einfach wundervoll, die Arbeit, die Jonette macht, und das wollen wir unterstützen. Yeah, and it's we really want to bring your work out into the world so more people know about you, because it's such a wonderful work and just want to know more people to know about it. Yes. Well, and I want to thank all of you who donated for this, because it's a free webinar, but we asked for donations for scholarships and we got so much love coming in. So thank you.
Und herzlichen Dank auch an alle, die gespendet haben. Wir hatten ja um Spenden für die Academy von Jonette gebeten, die Stipendien vergibt. Und es kam so viel Liebe, floss schon zu uns zurück. Und da möchte ich euch ganz herzlich für danken. And you can watch this webinar again. It will be available for the next 2 weeks. And you can continue to donate to our academy to give scholarships for spiritual growth classes. So thank you. Und ihr könnt auch, das Replay wird also für 14 Tage zur Verfügung stehen und ihr könnt auch weiterhin spenden und die Stipendien über die Academy dann auch ermöglichen. Und für alle, die das Replay schauen, im Replay-Link gibt es nochmal die Überweisungsinfos auch. So many of you already know me from my soul body fusion work and from my channelings from Mark. So welcome back. Und viele von euch kennen mich bereits von der Arbeit mit Soul Body Fusion und meinen Mark Channelings und euch sage ich willkommen zurück. And some of you are very new to my work, and so I'm a spiritual Indiana Jones. I go to power places around the world. I explore the higher dimensions. Und einige von euch sind ganz neu und da möchte ich euch sagen, ich bin eine spirituelle Indiana Jones. Ich gehe zu Kraftplätzen an der Welt und mache Reisen. And I'm always asking the question, what is next for humanity? And we're going to really answer that question in our time together today and give you a couple activations. 2018 is the year of activations. I've channeled from my guide, Mark. Okay, und oh wait, I was beginning. 2018 is the year of activation. Ich frage immer danach, was ist das Nächste? Wie kann ich ein Beitrag sein für die Menschheit? Und 2018 ist das Jahr der Aktivierungen. And the strongest time for this year is between June and to the end of September. Und die kraftvollste Zeit in diesem Jahr ist zwischen Ende Juni und Ende September. So we had a major lunar eclipse in July. We had a solar eclipse in the end of July. On Saturday, we have another lunar eclipse. And in the middle, we have this 8-8-18 activation. Und wir hatten verschiedene Finsternisse, eine partielle Sonnenfinsternis im Juli, dann die totale Mondfinsternis und noch eine Sonnenfinsternis. Und jetzt genau in der Mitte davon das Löwentor am 8.8. So what this means for us is that the energies are strong, they're intense, and everything seems to be changing. It's a vortex. Und was das für uns bedeutet, ist, die Energien sind sehr intensiv, sehr kraftvoll und alles verändert sich. Es ist wirklich dieser Vortex, ein Wirbel. So what you're probably noticing is things that you haven't handled in your life are coming up to hit you in the face. Und vielleicht ist euch schon aufgefallen, dass Sachen, die ihr nicht so ganz bearbeitet habt, dass Themen wieder hochkommen und dir wirklich um die Ohren hauen. And the reason they're coming up now is because the energies support us going deep and changing old habits and patterns that we couldn't change before. Und der Grund, dass das alles jetzt zum Vorschein kommt, ist, dass diese Energien uns darin unterstützen, ganz tief zu tauchen und das zu bearbeiten, wo wir vorher nicht rankamen. So the energies of the collective field, the energies of the cosmos are so strong that they're supporting us healing past lives, healing our life now, but healing the collective. Und die Energien des kollektiven Feldes sind jetzt so stark, dass sie uns dabei unterstützen, vergangene Leben zu heilen und auch das kollektive Feld. So we're asked now to choose awareness and neutrality
rather than going back into reaction. Und wir werden gebeten, dass wir jetzt bewusst sind und auch Neutralität wählen, statt in die Reaktion zu gehen und automatisch zu reagieren. So if you feel these things that you thought you've already handled coming up in your life, it doesn't mean you failed. This is perfect for right now. Und wenn alle diese Sachen jetzt hochkommen, dann hat das nicht zu bedeuten, dass du irgendwas falsch gemacht hast, dass du versagt hast, sondern es ist absolut perfekt jetzt. So you haven't missed the boat, you haven't failed. The boat of greater opportunity for change is right now. Das heißt, du hast das Schiff, das Boot nicht verpasst, sondern es ist genau jetzt die größte Möglichkeit, mit einzusteigen. And when I work with clients and when I look at consciousness, I see two major reactions to what's happening. Und wenn ich das Bewusstsein anschaue und mit Menschen arbeite, dann sehe ich hauptsächlich zwei Reaktionen auf das, was gerade geschieht. The first reaction is the healthiest one. It's where we see things come bubbling up, and we know that it's an opportunity to clean them off. Und die erste Reaktion, das ist die gesündeste, ist, dass wir bemerken, dass etwas hochploppt und wir bearbeiten das. So rather than going into our old reaction and our old upset, we're staying neutral and saying, oh, this is big. How can I choose to handle it differently now? Und statt in die Reaktion zu gehen, sagen wir uns einfach, okay, das ist heftig. Und wie kann ich jetzt damit umgehen? And some of us are actually doing so well, even though big issues are coming up. We're saying, okay, and how can I help other people through this? So with your big hearts, we're being of service now. Und manche schaffen das so gut, damit umzugehen, dass sie nicht nur ihre eigenen Sachen anschauen, sondern wirklich auch darauf achten, wie kann ich den anderen helfen und wie kann ich im Service sein mit dem großen Herzen. And the second reaction I see is people going, oh no, why is this still happening to me? Und die andere Reaktion, die ich sehe, ist, oh mein Gott, warum passiert mir das immer noch? I've done so much work. I thought I healed this. What's wrong with me? Ich habe doch schon so viel an mir gearbeitet und habe gedacht, es ist jetzt schon durch. Und was ist nur falsch bei mir? So notice, are you falling back into the old reactive habits, or do you have a new neutral awareness? Also achte darauf, fällst du wieder zurück in die alten Reaktionen oder hast du eine neutrale Bewusstheit? And these two reactions for everything that's going on right now, it mirrors how I see the two main realities that we're facing. Und diese beiden Reaktionen, die ich so sehe, das ist ein Spiegel davon, von diesen beiden Realitäten, denen wir gegenüberstehen. There's a perceived reality of suffering and pain, struggle, hatred. Es gibt eine Realität, die man so wahrnimmt von Leiden und Schmerz, Hass. We have to remember this perceived reality is an illusion. I call it the dark matrix or the false matrix. Und diese Realität, die wir so wahrnehmen, die ist nur scheinbar. Und ich nenne die dunkle Matrix oder die falsche Matrix. Es ist eine Illusion. I see it as this dark structure that keeps us enslaved in limited choices and limited belief systems. Und ich nehme das als diese dunkle Struktur wahr, die uns in alten, begrenzten Glaubensmustern und Strukturen festhält.
And most of the collective lives there. And we live there a lot of the time. Und die Masse der Menschheit lebt da und wir sind da auch oft noch. Then there's the real reality, and I see it as what I call a crystalline matrix. Und dann gibt es da die wahre Realität. Und wenn ich das sehe, dann ist es diese kristalline Matrix. It's light and love, it's natural, it's eternal. Es ist Licht und Liebe, es ist ganz natürlich und ewig. And when I look at Earth, I can see this crystalline matrix around the dark matrix. And we're breaking out of the dark matrix, finding the new light. Und wenn ich auf die Erde schaue, dann sehe ich, dass diese kristalline Matrix über der dunklen Matrix ist und wir durchbrechen die und sehen das Licht. And what's happening now is we are challenging the areas where the dark matrix had control of us, and we're saying, I don't choose this anymore. Und was jetzt geschieht, ist, wir fordern diese Bereiche heraus, wo die dunkle Matrix die Kontrolle hielt, und wir sagen ganz klar, das möchten wir nicht mehr. So that's why today we're going to use the energies that are available to kind of break through this dark cloud and make a portal in our lives for the higher, truer light. Und deshalb werden wir heute diese besonderen Energien nutzen, durch diese dunkle Matrix durchzubrechen und ein Portal zu kreieren zu dem Licht. And I said one of the questions we'll answer today is, what's next for humanity? Und wir haben gesagt, eine der Fragen, die wir heute so beantworten wollen, ist, was ist das nächste was steht als nächstes für die Menschheit an? One of my gifts is I'm able to see consciousness. I'm able to monitor how mass consciousness is growing. Und eins meiner Geschenke, meiner Fähigkeiten ist, dass ich in der Lage bin, Bewusstsein zu sehen und auch zu sehen, wie das Massenbewusstsein wächst. And what I see is the spiritual light of humanity has never been more healthy or more bright. Und was ich auch sehen kann, ist, dass das spirituelle Licht der Menschheit noch nie so strahlend und hell war wie jetzt. I know we don't see it that way when we read the news, but don't be drawn into that illusionary world. It's not your world. Und ich weiß, dass wenn wir die Nachrichten schauen, dann sehen wir da nichts von. Aber lass dich nicht in diese Scheinwelt reinreißen, weil es ist nicht die wahre Welt. So the darkness we see is there because the light is so bright we can finally see the shadows. Und die Dunkelheit, die wir sehen, die ist jetzt da, weil das Licht so hell ist, dass wir diese Schatten sehen können. So this leads us into the idea of the Lion's Gate, which is a portal of strength and stability in uncertain times. Und das bringt uns zu diesem Gedanken vom Löwentor, dass ein Portal von Kraft, Stärke und Stabilität ist in diesen unruhigen Zeiten. And this year, the 8-8 portal is also about the guardians to knowledge, so wisdom and knowledge. Und in diesem Jahr ist das Thema des Löwentors auch, da geht es um die Wächter des Wissens, also es geht um Weisheit und Wissen. Because the Lion's Gate also is connected to the sphinxes. And there are sphinxes found all over the world, not just in Egypt. Weil das Löwentor ist auch zu den Sphinxen, die man überall auf der Welt findet, nicht nur in Ägypten verbunden. Und die haben ja mit Weisheit zu tun. So to best prepare you
for this Lionsgate activation, we're going to start with a soul-body fusion. Und der beste Weg, euch auf diese Aktivierung des Löwentors vorzubereiten, ist, dass wir jetzt mit Soul Body Fusion starten. And I know a lot of you have experienced soul-body fusion, or you've read my books or my book in English, German, and many other languages. Und ich weiß, dass viele von euch schon Erfahrungen mit Soul Body Fusion gemacht haben oder mein Buch in Englisch, Deutsch und vielen anderen Sprachen gelesen haben. No matter how many times you do soul body fusion, because there's so much more of your light to embody, you can do it again and again and again. Und egal wie oft du schon Soul Body Fusion gemacht hast, weil es immer noch mehr so viel Licht von dir selbst zu verkörpern gibt, dass man es wieder und wieder und wieder machen kann. In fact, I'll call it the field, the collective field of an integrated soul and body is stronger than ever before, especially in the last 6 months. Und das integrierte Feld von Körper und Seele ist in den letzten 6 Monaten sehr viel stärker. So I'm going to do a 10-minute soul body fusion transmission now. Ich werde also jetzt eine 10-minütige Soul Body Fusion Transmission geben. And in the next couple of weeks, watch this webinar again or watch my video on my website so that you do it 2 more times. Und in den nächsten Wochen schau dir entweder dieses Webinar nochmal an oder schau dir das Soul Body Fusion Video auf meiner Webseite an, damit du noch 2 weitere Male Soul Body Fusion machst. So even if you don't speak English, you can feel the energies that are transmitted. Und auch wenn du nicht Englisch sprichst, wirst du die Energien fühlen, die dadurch übertragen werden. So if you go to JonetteCrowley.com and click on Soul Body Fusion, there's a link to the video transmission. Wenn ihr also zu der Webseite JonetteCrowley.com geht, dann gibt es einen Link zu dem Video mit der Soul Body Fusion Transmission. So, to best prepare for this, the transmission's about 10 minutes, maybe a little longer or shorter, depending on what I feel. Put your hands face down on your lap. Und die Transmission wird mehr oder weniger 10 Minuten sein, je nachdem, was ich fühle. Und lege bitte deine Hände mit den Handflächen nach. Sorry, I said it wrong. Face up. I'm telling you my part. Face up. Auf deine Oberschenkel. Also Handflächen nach oben. I put my hands face down and I pretend that I'm touching your hands. Und ich lege meine Handflächen nach unten und tue so, als ob ich deine Hände berühre. You can keep your eyes open or closed. It's important that you stay present in your body. Und du kannst deine Augen geöffnet lassen oder schließen. Was wichtig ist, dass du ganz präsent in deinem Körper bleibst. And we set our intention that our greatest light, the biggest portion of our soul becomes embodied now. Und wir geben die Absicht, dass unser größtes Licht, der größte Teil unserer Seele jetzt in unseren Körper kommt. And before I even start, I can feel a huge wave. So realize that we're not just doing it for ourselves, we're bringing soul body fusion to all humanity. Und schon bevor ich überhaupt starte, fühle ich eine ganz starke Welle. Also stell dir vor, dass wir die Soul Body Fusion nicht nur für uns machen, sondern wir bringen es der ganzen Menschheit und der Welt. So we'll begin. Warte mal, ganz kurz. So mal, just hold on a minute. Also viele haben Probleme mit den Links. Was im Grunde genommen, was man machen kann, ist, dass man nochmal ganz rausgeht und sich wieder einloggt oder den Browser wechselt oder vielleicht unten auf YouTube geht. Das sind die Möglichkeiten. Und ansonsten wird es ein Replay geben. For everybody who has problems to log in and to see the video,
best is you use the Google Chrome browser, or you click on the little YouTube and you watch through YouTube, but then you don't have chat, but it might make it more smooth. And otherwise, you will always have the replay available. Like from here, everything is fine. So, we do now the Soul Body Fusion und Sie können hier auch so mitmachen, kannst du sagen. Yeah, and everybody who is connected can do this Soul Body Fusion with us, even if you don't see the video. Sorry for that. It works even without technology. Your soul doesn't care. Es funktioniert also auch ohne die Technik. Die Seele, der macht es keinen Unterschied. All right, bring your intention into your body. Geh mit deiner Aufmerksamkeit in deinen Körper. And receive from your highest self. Und empfange von deinem höchsten Selbst. Keep relaxing. There's nothing you need to do. Und du kannst ganz entspannt sein. Es gibt nichts für dich zu tun. You may feel different physical sensations no matter what's happening. It's all perfect. Es kann sein, dass du verschiedene körperliche Empfindungen hast. Was auch immer in deinem Körper geschieht, es ist alles perfekt. And if you're not feeling anything, that's perfect too. Simply be open to receive. Und auch wenn du nichts fühlst, ist das vollkommen in Ordnung. Sei einfach offen zu empfangen. See if you can feel yourself bigger and still grounded and present. Achte darauf, ob du dich als größer empfinden kannst und gleichzeitig ganz geerdet und präsent. And don't try to keep your soul within your skin. What you may feel is there's this huge light around you. Und versuche nicht, deine Seele in dieser Hülle von Haut zu begrenzen. Vielleicht fühlst du einfach dieses große Licht um dich herum.
Keep observing your body. What are you feeling? Und beobachte deinen Körper. Was fühlst du in deinem Körper? This does bring a permanent change. It permanently increases the vibration that you can hold in your cells. Und das bringt dir eine permanente Veränderung. Es erhöht die Schwingung, die du in deinen Zellen halten kannst. Soul body fusion can heal you. It can bring balance. It brings wholeness back. Soul Body Fusion kann dich heilen. Es bringt Gleichgewicht und es bringt die Ganzheit zurück. Just notice how you feel bigger, maybe more complete, more smooth. Und achte darauf, wie du dich größer fühlst, vielleicht vollständiger und irgendwie weicher. Feels you're really relaxing into this. Und ihr könnt euch richtig da hinein entspannen. It wants to get bigger. So imagine that we're holding a field of divinity coming into the human collective field. Und es möchte sich noch weiter ausdehnen und größer werden. So stelle dir vor, dass wir eine Göttlichkeit halten, die in das kollektive Feld der Menschheit hineinkommt. So feel really stable because this is like a big wave of divinity and light. Und sei ganz stabil, denn das ist eine sehr große Welle von Göttlichkeit und Licht.
Hold this space 1 more minute or so. Und wir halten diesen Raum noch etwa 1 Minute. So even as we continue with our activation, know that this soul-body fusion continues. Und auch wenn wir mit der Aktivierung weitermachen, seid ihr bewusst, dass die Soul-Body Fusion weiterläuft. A reminder, always drink lots of water, because as our cells get more light, you tend to detoxify and you need to wash away the toxins. Und eine kleine Erinnerung, trinkt immer viel Wasser, denn wenn unsere Zellen von Licht erfüllt werden, dann entgiften sie auch und wir brauchen das Wasser, um diese Gifte wieder auszuspülen. You all are really mighty because I'm totally in another altered state. So I hope you are too. Und ihr seid wirklich mächtig, weil ich bin absolut in einem veränderten Bewusstseinszustand und ich hoffe, ihr seid es auch. Feel free to add in the chat room any of your experiences with soul-body fusion. Und schreibt gerne auch im Chat eure Erfahrungen jetzt während der Soul-Body Fusion. And Maggie and Petra are experts in it. They are teachers. They have online courses. So if you want to continue to experience this, they're the people to go to. Und Maggie und Petra sind Experten. Sie sind Lehrer und haben auch viele Programme, die sie anbieten. Also da sind Experten, zu denen ihr gehen könnt. No, I don't think I've ever done a transmission to so many people. We've got almost 800 watching now. It made it so big. Und ich glaube, ich habe noch nie eine Transmission für so viele Menschen gegeben. Wir sind jetzt fast 800, die live dabei sind. Und das hat das so viel stärker gemacht und größer. So now we have a bigger base to have this Lionsgate activation and have it really make a difference in our life. Und jetzt haben wir eine sehr viel bessere Grundlage für diese Löwentor-Aktivierung und dass sie auch wirklich in unserem Leben etwas verändert, einen Unterschied macht. So what's the Lionsgate? Was ist das Löwentor? And it's an energetic opening when the constellation Leo is in force. Und es ist eine energetische Öffnung, wenn die Sternenkonstellation des Löwen in der Kraft ist. So every year on August 8th, there's this opportunity for an opening. Und in jedem Jahr an diesem 8.8. gibt es diese Gelegenheit zur Öffnung. So as I was preparing for today, not just the lion came up, but the Sphinx kept coming up to me. Und als ich mich auf heute vorbereitet habe, kam nicht nur der Löwe, sondern auch die Sphinx. Several months ago, I was in Transylvania in Romania,
and there is a sphinx-like rock on top of a mountain. Und vor einigen Monaten war ich in Transsilvanien in Rumänien und da gibt es einen Felsen, der die Form einer Sphinx hat. And there are stories that underneath that mountain, there is a cavern that holds ancient alien advanced technology. Und es gibt eine Geschichte, dass in diesem Berg, unter der Sphinx, Höhlen sind, die alte, fortgeschrittene Technologien verbergen. And they say that from that cavern in that Transylvanian mountain, there's 3 tunnels. Und man sagt, dass es aus dieser Höhle in den Bergen von Transsilvanien 3 Tunnel gibt. One tunnel goes to Tibet, where I'm going to be traveling in September. Ein Tunnel führt nach Tibet, wo ich im September hinreise. One tunnel goes to the inner earth, and one tunnel goes to the Giza Plateau in Egypt. Ein Tunnel geht zur inneren Erde und ein Tunnel geht zu dem Plateau von Gizeh, wo die Sphinx ist. About 70 or 80 years ago, an American channel called Edgar Cayce channeled about a hall of records under the Sphinx in Egypt. Vor 70 oder 80 Jahren hat ein amerikanischer Channel, Edward Cayce, gechannelt von einer Halle von Aufzeichnungen unter der Sphinx. And not too many years ago, an expedition dug under the Sphinx in Egypt and found tunnels. Und vor nicht allzu vielen Jahren hat ein Forscherteam unter der Sphinx Ausgrabungen gemacht und hat auch Tunnel gefunden. According to Edgar Cayce, the tunnels under the Sphinx held ancient alien technology and records from before Atlantis. Und nach Edgar Cayce haben diese Tunnel, gab es in diesen Tunneln Technologien, die aus den Zeiten noch vor Atlantis stammen. So the sphinxes, the lions, have always been guardians or markers for hidden knowledge, hidden ancient knowledge. Und die Sphinx und die Löwen waren immer die Wächter von versteckter alter Weisheit. There's also a story of a Tibetan monk who writes that he was young in the Himalayas. They found a sphinx that also had tunnels with ancient technology. Und es gibt auch eine Geschichte von einem jungen Mönch in den Himalaya, der geschrieben hat, dass er auch da eine Sphinx gefunden hat und unter der Sphinx waren auch Tunnel mit alten Technologien. This was very odd, but I once channeled the Sphinx. Und es war ganz merkwürdig, aber einmal habe ich die Sphinx gechannelt. And what I said in that state was that the sphinxes are originally female lions and they came from the system from Sirius. Und was ich in diesem Channel gesagt habe, ist, dass die Sphinxe Löwinnen waren, die von dem Sternensystem Sirius kamen. So when we do this activation, we're going to connect not just with power and strength of a lion, but we're going to connect with the gateways to hidden knowledge. Und wenn wir diese Aktivierung dann machen, dann verbinden wir uns nicht nur mit der Kraft des Löwen, sondern auch mit der alten Weisheit. So we're going to do this activation. I have no idea what's going to happen.
So I'll ask you to again be centered. Und wir werden jetzt diese Aktivierung machen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was geschehen wird. Und ich bitte euch, ganz in eurer Mitte zu sein. Trust your intuition, trust your imagination. Whatever you see is perfect. Und vertraue auf deine Intuition, auf deine Imagination. Was auch immer du siehst, das ist absolut perfekt. It felt like during the soul-body fusion, our divinity came from the light through the dark matrix into our body. Und während der Soul Body Fusion fühlte es sich so an, als ob die Göttlichkeit aus dem Licht durch die dunkle Matrix hindurch in unseren Körper kam. And now it feels as if we're going to take our illumined self and we're going to go out the portal into the cosmos. Und jetzt fühlt es sich so an, als ob wir unser erleuchtetes Selbst nehmen und durch dieses Portal hinaus in den Kosmos gehen. Our goal is to be continuously open channels for divinity all of the time. Und unser Ziel ist es, dass wir ständig also durchgängig offene Portale sind für die Göttlichkeit. So even though I call this a meditation or activation, stay present with your body and travel. Und auch wenn ich das jetzt eine Meditation oder Aktivierung nenne, seid präsent im Körper und reist auch gleichzeitig. So we always start by entering our hearts. So close your eyes. Und wir beginnen immer damit, in unser Herz zu gehen. Schließe bitte deine Augen. And the deep silence and deep peace that's inside all of us. Und die tiefe Stille, der tiefe Frieden, der in uns allen ist, And from this heart space, let your heart and your mind expand. und von diesem Raum des Herzens aus, lass dein Herz und dein Verstand sich ausdehnen. Imagining now that new pathways are being created from the high cosmos through your body. Und stelle dir jetzt vor, dass neue Bahnen angelegt werden vom hohen Kosmos in deinen Körper. And then imagine that these pathways create themselves between your body into the earth, into Mother Gaia. Und dann stelle dir vor, dass diese Bahnen sich durch deinen Körper in die Erde, in Mutter Erde, in Gaia hin ausdehnen. So now this is just opening up the highway or the portal.
we'll just hold this space for a few minutes. Und jetzt öffnen wir nur diese Autobahn, dieses Portal, und wir werden für einige Minuten still sein und diesen Raum halten. Remember, this is an activation or transmission. You don't really have to do anything. Und denke daran, das ist eine Aktivierung, eine Transmission. Du brauchst überhaupt nichts tun. The less you try, the more that can happen. So just relax. Je weniger du versuchst, desto mehr kann geschehen. Also entspanne dich einfach. Good job. So now the first wave is a sense of strength, stability, the lion's power. Und diese erste Welle ist jetzt Stabilität und Kraft, Stärke des Löwen. Just imagine your cells becoming empowered, stronger. Und stelle dir vor, wie deine Zellen stärker werden, in ihre Kraft gehen, ermächtigt werden. This is connecting you to a stronger flow of power that will be continual. Feel yourself in a current or flow. Und das verbindet dich mit einem stärkeren Strom von Kraft und der wird weiter bestehen. Fühle einfach diesen Strom,
Let it be as strong as you can handle. Und lass ihn so stark sein, wie du es schaffst, damit umzugehen. I can almost hear a cosmic roar as this energy just thunders through us. You may not be feeling it that strong, but I sense it. Ich fühle fast so was wie ein kosmisches Brüllen, während diese Energie durch uns durchfließt. Vielleicht fühlt ihr das nicht so stark, aber ich kann das so fühlen. You might feel a lot of separate currents in this flow. That's just giving you many different vibrations that you're receiving. Und vielleicht fühlst du verschiedene Strömungen in diesem Fluss und das gibt dir verschiedene Schwingungen, die du jetzt empfängst. This is actually enabling you to be broader, much more universal in your energy. Und das wird dir ermöglichen, sehr viel breiter, sehr viel universeller in deiner Energie zu sein. Now, the next part of this transmission or activation, I'd like you to imagine a sphinx, but a sphinx with a lion's head, not a pharaoh's head. Und in diesem nächsten Teil der Transmission, der Aktivierung, bitte ich dich, eine Sphinx dir vorzustellen, aber nicht eine Sphinx mit dem Kopf eines Pharaos, sondern mit einem Löwenkopf. Imagine that sphinx is in front of you. Und stelle dir vor, diese Sphinx steht vor dir. And you are asking permission to enter into the ancient hall of records. Und du bittest um Erlaubnis, in die alte Halle der Aufzeichnungen einzutreten. And then just use your imagination to see where you go or what you feel. Und nutze deine Imagination, um zu sehen, wohin du gehst oder was du fühlst. Our goal
is to be so big that we can upload this ancient knowledge, upload it through us and send it out into collective consciousness. Unser Ziel ist es, dass wir so groß sind, dass wir dieses alte Wissen in uns hochladen und in das kollektive Feld einspeisen. So you won't get the information mentally. We just see ourselves as channels through which this hidden information is now released. Wir werden also dieses Wissen nicht wirklich mit dem Verstand erfassen, sondern stelle dir vor, du bist nur dieses Portal, dieser Kanal, durch das alte Wissen nun befreit wird. Simply stay open and present. It's as if complicated codes or energies are just moving out through us. Bleibe einfach präsent und offen. Es scheint, als ob ganz komplizierte Kodierungen durch uns hindurchfließen. And the last part of this activation is using this portal as a gateway to ascension. Und im letzten Teil dieser Aktivierung werden wir dieses Portal als ein Tor zum Aufstieg nutzen. The energy and image of a lion has always been used by royalty to indicate their link to the ascended world. Und das Bild des Löwen wurde immer benutzt, um die Verbindung der Könige zu der höheren Welt darzustellen. The Egyptian pharaohs often showed themselves riding on a lion. Und die ägyptischen Pharaonen haben sich oft so dargestellt, dass sie auf einem Löwen reiten. The kings and royalty of ancient times would often sit on a throne whose legs and feet were like the lions. Und die Könige der alten Zeiten haben oft auf einem Thron gesessen, dessen Beine wie die Füße vom Löwen aussahen. It is ancient symbology now forgotten of the power of the lion and this
gateway for personal ascension. Und es ist ein vergessenes altes Symbol der Löwenkraft als ein Tor zur persönlichen Aufstieg. So feel yourself partnering now with the energy of the lion as you expand even further. Und fühle jetzt, wie du dich mit der Kraft des Löwen verbindest und dich weiter ausdehnst. The word I'm getting for the energies that are here now is transmutation. Und das Wort, was ich empfange für die Energien, die jetzt hier sind, ist Transmutation. So if you floated away, bring your attention back to your body. Wenn du also abgedriftet bist, dann bringe deine Aufmerksamkeit zurück in deinen Körper. It won't stop the flow. It won't stop the opening. It'll just make it more real for you here on Earth. Es wird diesen Fluss nicht unterbrechen und auch nicht diese Öffnung. Es macht es für dich nur sehr viel realer hier in dieser Welt. Everyone is doing a magnificent job. I don't know what's happening out there, but it's big. Ihr macht alle großartige Arbeit. Ich weiß nicht genau, was hier passiert, aber es ist riesig. And not all of you can tell this. You just have to trust that your participating in this has been so helpful for you, but also humanity. We're doing it together. Und nicht alle von euch werden das so empfinden, aber ihr könnt vertrauen, dass das, was ihr tut, für euch ist und auch ein großer Beitrag für den Rest der Menschheit. So this Lion's Gate is about strength, power, access to hidden knowledge, and opening the gate permanently. Und dieses Löwentor, da geht es um Stärke, um Macht, um verborgene Weisheit. And what was the last part? Opening the gate permanently. Ah, okay. Und den Zugang permanent zu öffnen.
you're welcome to watch this activation again. Und du kannst diese Aktivierung gerne noch einmal anschauen. And just to tell you, this is part of a bigger plan. Und ich möchte euch nur sagen, das ist Teil eines größeren Plans. So we're going to do another webinar like this on 11/11/2018, which is also an 11. Und wir werden ein weiteres Webinar dieser Art am 11.11.2018, was auch eine 11 ist, haben. So if you want to make sure that we can communicate to you, please go to JonetteCrowley.com and scroll down to the bottom of the homepage and sign up for the newsletter. That way we have your permission to send you notifications of this and our other events. Und deshalb lade ich euch ein, auf die JonetteCrowley.com Seite zu gehen und euch runter zu scrollen, euch für den Newsletter einzutragen, damit wir euch informieren können über das nächste Event oder andere Events, die wir machen. Wenn ihr Englisch sprecht und in Deutsch könnt ihr euch, hast du einen Tippfehler drin, auf zentrum-beyond.de eintragen. Das ist unsere Webseite und wir halten euch natürlich auch über alles auf dem Laufenden, was wichtig ist. So we want to keep doing this, and we're only allowed to email you if you give us your permission. So please sign up on one of our mail lists. Und wir können euch nur die E-Mails schicken, wenn ihr auch eure Zustimmung dafür gebt. Und von daher möchten wir euch bitten, euch in unsere Newsletter einzutragen, also entweder Englisch bei JonetteCrowley.com oder halt in Deutsch bei zentrum-beyond.de. Das haben wir jetzt auch oben in den Chat reingeschrieben. And we have, we'll go longer than 90 minutes because I know we have questions that people have been sending in to us. Und wir werden diese 90 Minuten, von denen, die wir angekündigt hatten, etwas überziehen, weil wir haben einige Fragen bekommen, die wir natürlich gerne beantworten möchten. Okay. But before we channel the answers to those questions, Maggie and Petra, if you want to tell people a little bit about what's coming up with regard to Soul Body Fusion. Okay, also Jonette hat jetzt gesagt, bevor wir zu den Fragen und Antworten gehen, dass wir in Deutsch kurz sagen, was da von uns aus in Bezug auf Soul Body Fusion geplant ist. So for all the English speakers, we have just a few announcements in German that I won't translate, but Jonette will be back, so just like 3 or 4 minutes. Okay, und da gibt es zum einen die Übersetzung von den monatlichen Meditationen oder Aktivierungen von Jonette, die so ähnlich sind wie hier, also Jonette in Englisch und ich übersetze das dann in Deutsch. Das gibt es als Audio. Und Ursula Elbe hat jetzt angefangen, die Marktklassen zu übersetzen und die erste ist auch bereits verfügbar auf ihrer Seite. Das ist soulbodyfusion.ch, also die Schweizer Seite. Ja, und wir haben also im Frühjahr 2018 haben wir Soul Body Fusion jetzt auch als Online-Ausbildung kreiert. So, wenn du jetzt keinen Lehrer in deiner Nähe hast oder nicht fündig wirst mit einem Seminar, was du gerne rechtzeitig absolvieren bist, hast du jetzt die Möglichkeit, jederzeit und von zu Hause aus Soul Body Fusion online zu erlernen. Und dieser Kurs steht dir natürlich dann immer zur Verfügung. Und das nächste, was mit Soul Body Fusion ansteht bei uns hier im Zentrum Beyond, ist ein Retreat vom 3. bis zum 7. Oktober. Und das geht immer 4,5 Tage.
Und das ist die nächste Practitioner-Ausbildung mit Zertifikat, also in Form eines längeren Retreats. Genau, und für all diejenigen, die schon Practitioner sind oder es in Kürze werden, gibt es dann vom 24. bis 28. Oktober eine Soul Body Fusion Lehrerausbildung in Gerabronn. Das ist in der Nähe von Rothenburg ob der Tauber. Und all diese Informationen findet ihr auch auf unserer Webseite, also www.zentrum-beyond.de. Genau. Und wenn ihr euch in den Newsletter eintragt, dann schicken wir euch die ganz bestimmt noch mal rum. Genau, ja. Und dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr euch eingetragen habt für den Newsletter, werden wir also das nächste Event mit Jonette planen am 11.11.2018 und das ist auch eine 11, also 11. Und da freuen wir uns schon riesig drauf. Genau. Und dann gehen wir wieder zurück zu Jonette. So we are going back to Jonette and to the questions and answers. Well, and before we get to that, I want to, in 3 weeks, I go to Tibet. Und bevor wir zu den Fragen und Antworten gehen, Jonette wird in 3 Wochen nach Tibet reisen. So I'm going to be posting on Facebook about our journey there to all the monasteries. So please like me on Facebook so you can follow us. Und ich werde da auf Facebook immer von unserer Reise berichten, zu all den Klöstern, zu denen wir gehen. Und mit einem Like auf Facebook bekommst du natürlich dann immer diese aktuellen Informationen. Okay. And from Tibet, I'm going right to Netherlands to teach. I'm going to be teaching in the Netherlands, then Denmark, Sweden, and Norway in September and October. Und von Tibet aus geht es dann gleich weiter zu den Niederlanden Ende September und weiter nach Dänemark, Schweden und Norwegen. Genau, und wir werden im September vom 26. bis 30. September auch mit Jonette in Holland sein. Und darauf freuen wir uns schon ganz sehr. Anyone who is coming to Holland, we will be there as well with Jonette and we look forward to this. Yay. So keep up. We'd love to see you in any of those countries. Okay, haltet euch also immer auf den Laufenden und wir freuen uns darauf, euch zu sehen in irgendwelchen Ländern. And many of you want to join our spiritual tours, just to let you know for your planning what's coming up. Und wenn ihr daran interessiert seid, auf unseren spirituellen Reisen mit dabei zu sein, damit ihr schon mal die Planung, in eurer Planung das berücksichtigen könnt, werde ich euch noch sagen, wo es hingeht. So June 2019, I'm going to be leading a spiritual retreat at Shasta in Northern California. Im Juni 2019 gibt es eine spirituelle Reise mit mir zum Mount Shasta in Nordkalifornien. In 2020 to Bali and on to the Big Island in Hawaii. Und 2020 geht es dann nach Bali und 2021 zu der großen Insel von Hawaii. Okay, gut. Ja, wir hoffen, dass wir dann auch Bali und Hawaii, also würde ich auch gerne dabei sein. So we'd like to join you. So you don't all have to go to Tibet and climb mountains with me. Okay, questions. Die ersten Fragen beziehen sich auf Soul Body Fusion. Now, the sound I'm hearing from you guys is not very good. Do you know if the sound is working? Okay, wir gehen sonst we just get closer to the mic. Because I cannot hear you very well. Die ersten Fragen beziehen sich auf Soul Body Fusion. So the first questions are regarding Soul Body Fusion. Jonette, du hast gesagt, dass du jeden Tag Soul Body Fusion für die Welt machst. Ja, aber brauchst du es noch, damit deine Seele mehr mit deinem Körper verbunden ist? Ich könnte mir vorstellen, dass du es nicht mehr brauchst. Jonette, you told us that you do Soul Body Fusion every day for the world. But do you still need it for your soul to be more connected to your body? I could imagine that you don't need it anymore. I didn't hear any of that question, but I think we printed some of the questions out, so let me find them.
Okay. Do the other people hear us? Can people let us know if you can hear us? Ja. Ja. Könnt ihr mal kurz in den Chat reinschreiben, ob ihr uns hören könnt? Also uns und Jonette. Ja. Ja. Ja, alle können uns gut hören. Seems to be okay. I don't know what's the disconnect. Do you hear us? I don't hear very much. Okay. Strange. Now I do. Okay. So. Okay, I think that the internet is not stable then. So all people say they can hear us clearly. Okay. Okay, so maybe I repeat it for you. Jonette, you told us that you do soul body fusion every day for the world, but do you still need it for your soul to be more connected to your body? I could imagine that you don't need it anymore. So soul body fusion is an endless process of expanding your embodied divinity. Also Soul Body Fusion ist ein unendlicher Prozess, deine Göttlichkeit zu verkörpern. Oh, Jonette, dein Internet, sag nicht immer schnell auf Englisch. Jonette, your internet seems to be unstable. You dropped out? I don't know. Eventually you came, sag mal, sie soll sich neu einloggen auf Englisch. Probably you just can go out and in again to make the connection better. You are in. You're back. You are back. Good. So you can keep doing soul body fusion because there is no end to how much grace and divinity your body can get used to. Ihr könnt also weiter Soul Body Fusion machen, denn es gibt überhaupt kein Ende, wie viel Gnade und Göttlichkeit dein Körper sich daran gewöhnen kann zu halten. Okay, war's das? Mhm. Die nächste Frage. Als ich vor kurzem eine Soul Body Fusion für mich machte, fühlte es sich so an, als ob meine Seele im Körper stecken blieb. Vorher fühlte sie sich viel lichtvoller an. Warum ist es jetzt anders? It happened recently when I did Soul Body Fusion for myself that it felt as if my soul got stuck in the body. Before, it felt much more filled with light. Why is this different now? We want our soul stuck in our body. Wir möchten, dass unsere Seele im Körper stecken bleibt. It's never stuck because it's multidimensional. Und wir brauchen keine Sorge haben, sie wird dann niemals feststecken, weil sie multidimensional ist. But sometimes when you bring in even more light, it feels heavy at first because your body's not used to those high frequencies. Aber manchmal, wenn du noch mehr Licht hereinbringst, dann kann es sich für deinen Körper schwer anfühlen anfangs, weil der Körper nicht an diese hohen Schwingungen gewöhnt ist. Remember, you can't do soul body fusion wrong. No matter what you experience, your soul is following a higher plan. Und denke daran, du kannst überhaupt nichts falsch machen mit Soul Body Fusion. Was auch immer du fühlst, deine Seele folgt einem höheren Plan. Okay. Nächste Frage. I'm having trouble hearing you, but I will read in English the next question. Okay, great. Regarding the plans of the dark forces, deep state, cabal, can you please give us a more positive vision of the future? Okay. Bezüglich der Pläne der Dunkelheit, Deep State, Kabal oder der geplanten neuen Weltordnung, kannst du oder deine Geistführer bitte darauf eingehen und wenn möglich eine positive Vision der Zukunft zeichnen? Okay, I think you've read it in German. Let me try to answer.
I don't know if it's my internet that's unstable, but I don't know how to fix it. Okay. Right now, it's almost as if there's a tug of war between the dark, or those who get powerful and wealthy, and the light. Jetzt sieht es so aus, als ob so eine Art Krieg herrscht zwischen dem Dunkeln und dem Licht, also denen, die reich und mächtig sind, und dem Licht. Remember, the dark forces don't have any energy of their own. They just get power by taking it from the light. Und denke daran, dass die dunklen Kräfte keine Macht aus sich heraus haben. Sie bekommen diese Macht nur, wenn sie es dem Licht abziehen. But the light, divine spirit and goodness is natural and eternal. It can never be compromised or sold. Aber das Licht ist natürlich und kann nicht, da kann es keinen Kompromiss geben. So my positive view is the light always wins, and it's winning now. Und meine positive Vision ist, das Licht gewinnt immer und es gewinnt auch jetzt. And those people I call controllers of the world know they're losing control, so they're throwing everything at it to hold on to power. Und diejenigen, die ich die Kontrolleure der Welt nenne, die wissen, dass sie verlieren, und deshalb werfen sie alles auf das Spielfeld, weil sie einfach sehen, es ist eh zu spät. You know, don't get caught up in all those stories. Keep envisioning and living from the future we choose, not the future that's been chosen for us. Und hänge dich nicht an diesen alten Geschichten auf, sondern wähle und richte deinen Fokus auf das, was wir möchten, und wähle das immer ganz bewusst. Okay. This is really the greatest time. This is the reason most of you came to Earth. This is a rebirth time. Und das ist eine Zeit der Wiedergeburt. In dieser Zeit, das ist die Zeit, warum ihr überhaupt zur Erde gekommen seid. So let me read the next two questions. Mhm. What's the impact of the Lion's Gate on the collective field? And will I notice changes after this? Mhm. Welche Auswirkungen hat das Löwentor-Webinar auf das kollektive Feld? Und welche großen Veränderungen? Werde ich anschließend Veränderungen spüren? Ja. Okay. You froze for me, so I don't know if you've already translated that. Okay. Wenn wir frozen sind, sieht sie das nicht. Ist okay, Jonette. Okay. Okay. I'm gonna you can hear me even though I can't hear you. Okay. I'm sure what the impact of this was on the collective, because it was. Ups. Oh. Hoffentlich kommt sie jetzt rein. Okay. Wir warten einen Augenblick und hoffen, dass Jonette die Technik so gut bewältigen kann, dass sie sich jetzt ausloggt, dass sie nochmal rausgeht und dann wieder reinkommt. Genau. We just wait for Jonette to come back, and that she dropped out and that she will log in again. So we just okay, so we just wait for her to reconnect. Genau.
And then we hope the connection is more stable. Also wir hoffen, dass wenn sie dann wieder reinkommt, die Verbindung stabiler ist. Also das liegt an Jonettes Internet. Und ich wollte mal ganz kurz im Chat fragen, ist bei euch soweit das Internet okay? Ob das nur Jonettes Verbindung ist, sag mal auf Englisch vielleicht auch. So just write in the chat if your connection to us is still okay, so we get some feedback. Okay. Okay, great. So we hope she is back soon. Okay. Yeah, we saw that she is going on and off all the time due to an unstable connection on her end. Genau, also wir können das immer bei uns dann sehen, dass Jonette also ein instabiles Internet hatte und deswegen holperte das. Und vielleicht, wenn sie jetzt rausgefallen ist und sich wieder neu einloggt, dass es dann besser läuft, wollen wir mal hoffen. Sonst haben wir ja auf jeden Fall die Aktivierung also gut aufgenommen, also das Replay, das wird ja funktionieren, aber ich denke mal, dass Jonette das technisch schafft, wieder zurückzukommen. Genau, und es ist auch, wir möchten allen ganz herzlich danken, auch für die vielen Fragen. Just thank you for everyone who sent in questions. And yesterday we just met with Jonette to go over them and try to pick the more general ones that provide the most value for everybody. So we won't go until, like here in Germany, midnight. Also wir haben uns gestern mit Jonette getroffen und sind dann die Fragen alle durchgegangen und haben mit ihr gemeinsam, sie hat dann diese mehr generellen Fragen ausgesucht zu beantworten, damit wir nicht hier bis Mitternacht Webinar machen. Das Replay ihr bekommt diesen Link 3 Stunden. 3 Stunden genau, nach Beginn, nachher. So gegen 11, 12 Uhr in der Nacht müsste das Replay kommen und das ist dann für 14 Tage, steht euch das zur Verfügung. So the replay you will get the replay link like 2 or 3 hours after the webinar, and it will be online till the 22nd of August. So I don't know, maybe I just go to check if she sent us an email, and if she is back, just call me back. Okay, gut. Werden wir mal sehen. Wir können sonst auch vielleicht die kleine Pause nutzen, um vielleicht einmal zur Toilette zu gehen. You can choose this little break to go and make tea. And then we hope that Jonette comes back. Wir hoffen also, dass Jonette zurückkommt. Sie ist also technisch nicht ganz so fit. Aber wir hoffen, dass sie das schafft, weil eigentlich müsste sie das schaffen. Also das könntest du auch auf einem anderen PC gucken. Also das müsste eigentlich kein Problem sein. Du kannst dann ja in deine eigene E-Mail gehen, das ist ja ganz egal. Und sonst loggst du dich einfach nochmal neu ein. Selbst wenn du das Replay bekommst, kannst du dich einfach auch nochmal neu einloggen. Das geht auch. Ja, ich hoffe, ihr bleibt vielleicht noch, weil Jonette kommt bestimmt gleich zurück. Maggie versucht jetzt mit ihr nochmal in Kontakt zu gehen. Wie gesagt, das liegt daran, dass sie die Technik nicht so ganz gut beherrscht, aber das werden wir einfach ein bisschen üben, sodass wir wirklich auch öfter Webinare mit ihr machen können. Und daran darf es einfach nicht scheitern. Und wenn wir jetzt die Energie alle hochhalten, dass Jonette das schafft, wieder reinzukommen und
vielleicht auch eine gute Intention reingeben, dass das Internet stabil ist für sie, dass sie zurückkommen kann. Ah, sie kommt zurück, Maggie. Ja, das hat geklappt. Super. Hey, I'm here, but I'm not going to turn my camera on. Can you Hi, hear Jonette. Hi. Can you hear me? Jonette, kannst mal sagen, sie soll das Bild groß machen. Let's Falls sie uns hört, sag doch mal auf Englisch. If you can hear us, just click on the camera and the microphone again. Yeah. Can you hear me? Yes. Great. Okay. I'm afraid that maybe the camera was too much bandwidth. So sorry, you all, but let's see where the questions are now. Wir können ja auch sagen, alle haben also ein stabiles Netz, Ja. das war nur ihre Verbindung. Yeah, everybody said it's okay and you are now back and everybody can hear you. Thank you. All right. What changes will people notice and when? Yes. Ja. Also welche Veränderungen man beobachten kann und wann. The biggest change from this portal opening is you're going to feel more stable so that the wind blows, you stay strong but flexible. Also die größte Veränderung, die ihr von dieser Toröffnung, von dieser Portalöffnung wahrnehmen werdet, ist, dass du stabiler bist, dass der Wind dich nicht mehr so leicht umpusten kann, sondern du bist flexibel, aber stabil. You're going to be less enticed by drama and old patterns. Du wirst also nicht mehr so leicht in Drama und alte Muster zurückfallen. You'll be more able to access your intuition because it isn't clouded by the old pathways. Und du wirst eher Zugang haben zu deiner Intuition, weil sie nicht mehr vernebelt ist von diesen alten Wegen, von diesen alten Bahnen. So what that does is bring you a stronger sense of confidence and clearer decision making. Und was das für dich tut, ist, dass du mehr Vertrauen zu dir selbst hast und eine größere Klarheit, wenn du Entscheidungen triffst. So your trust in yourself grows and you can take more actions because you trust when the action's the right one. Also dein Selbstvertrauen wird wachsen und du bist eher bereit zu handeln, weil du deinen Handlungen mehr vertraust. You know, the idea of a lion is kind of a good role model. The lion just sits around being unless it needs to hunt or do something, then it moves into action. Und der Löwe ist ein gutes Rollenvorbild, weil der Löwe sitzt da und ist einfach und tut nichts, bis er dann wirklich handeln muss und dann geht er in Aktion. What's happening now is we are getting our impulses from a higher divine level rather than from what I call this false matrix of illusion. Was jetzt geschieht, ist, dass wir die Impulse von den höheren göttlichen Ebenen empfangen und nicht mehr so sehr von dem, was ich als falsche Matrix bezeichne. So I see the next question is, I heard there'll be great changes in September that everyone will notice. Tell me about them. Ich habe gehört, dass es im September zu größeren Veränderungen kommen soll, die jeder mitbekommen wird. Ich würde mich sehr freuen, hierüber etwas mehr zu erfahren. I haven't been receiving messages about specific great changes in September.
Also ich habe keine Botschaften empfangen über spezifische große Veränderungen im September. But I have channeled that this vortex of activation and this vortex of change will last until the end of September. Aber ich habe gechannelt, dass dieser Vortex der Veränderung bis zum Ende September dauern wird. It's important more than ever that we make our decisions out of forgiveness, love, and light and not out of fear. Und jetzt ist es wichtiger denn je, dass wir unsere Entscheidungen aus Vergebung, Licht und Liebe treffen und nicht aus der Angst heraus. And what the universe is going to throw at you in the next 2 months is the things that you're most afraid of. Und was das Universum dir in den nächsten 2 Monaten präsentieren wird, sind die Sachen, vor denen du die größte Angst hast. So that you can unhook your fear button and just be with those events without going into your old panic. Sodass du dich davon abstöpseln kannst und nicht mehr in solchen Situationen in die alte Panik verfällst. So I have to say, if fear runs you for the next 2 months, you're going to have a lot of fearful things happen. Und ich möchte dir sagen, dass wenn du von der Angst getrieben wirst, dann wirst du in den nächsten 2 Monaten ganz viele Dinge erleben, die dir größere Angst machen. So if something pushes your fear buttons, take a deep breath, watch the Soul Body Fusion video, walk in nature. Und wenn irgendwas deine Angstknöpfe drückt, dann nimm einen tiefen Atemzug, schau dir das Video mit der Soul Body Fusion an oder geh raus in die Natur. You don't need to choose a fear reaction, no matter what happens. Du musst jetzt nicht mehr die Angstreaktion wählen, ganz egal, was geschieht. So I see the next question is, can you talk about the heat wave and climate change? Kannst du etwas zu der Hitzewelle und der Klimaveränderung sagen? Climate change is yes, in part the impact of human activity. Und der Klimawandel ist zum Teil aus der menschlichen Aktivität entstanden. And in part, it's because of the heating of our entire solar system because of more solar activity from our sun. Und zum Teil hat es damit zu tun, dass unser ganzes Sonnensystem sich aufheizt, weil die Sonne aktiver geworden ist. On the positive side, this solar activity is actually bringing more energy possible for us to incorporate into our light bodies. Und die positive Seite davon ist, dass diese Sonnenaktivität mehr Energie bringt, die wir dann verkörpern können. So one of the reasons human consciousness is growing so quickly is because of the physical solar activity. Und ein Grund, warum das menschliche Bewusstsein so sehr wächst, ist wegen all dieser Sonnenaktivität. So again, take the long view of climate change, the really long view. Und deshalb bitte ich dich, die auf lange Sicht zu schauen und diesen Klimawandel zu betrachten, die wirklich lange Sicht. Again, make sure we don't go into fear. Make sure our reaction is compassion for those who are truly being affected by the heat and the fires and the drought. Und achte darauf, dass du wirklich mit Mitgefühl reagierst und dass du dein Mitgefühl für die hast, die wirklich von dieser Hitzewelle oder von den Feuern, die Brände, die überall wütend betroffen sind und dass du nicht in die Angst gehst.
notice our tendency to place blame and make things or people wrong. Und achte auch auf die Tendenz, die wir so allgemein haben, dass wir andere beschuldigen und sie falsch machen. Every month I channel a meditation. This year is every month is a meditation or activation. Und jeden Monat channele ich eine Meditation und in diesem Jahr sind die Meditationen Aktivierungen. I just recorded the August activation and it's called the Activation of Forgiveness. Und ich habe gerade erst die Aktivierung für August aufgenommen und sie heißt die Aktivierung von Vergebung. Because allowing ourselves to be forgiven, forgive ourselves and forgiving others is the key to getting off the karma train. Weil uns selbst zu vergeben, erlauben, Vergebung zu empfangen und anderen zu vergeben, ist der Schlüssel dafür, dass wir aus diesem Karma rauskommen. So make sure you are forgiving and forgiven at every moment of every day. Und deshalb stelle sicher, dass du vergibst und dir selbst auch vergibst, jeden Moment, jeden Tag. And you can, you can get my recordings, my monthly recordings in English and in German. Und ihr könnt natürlich ein Abo machen für die Aufnahmen in Englisch auf Jonettes Internetseite und die deutschen Übersetzungen auf unserer Internetseite. So the next question is, do I think it's possible to heal disease in a spiritual way? And what are the preconditions for healing to occur? Jonette, hältst du es für möglich, Erkrankungen allein auf geistigem Weg zu heilen? Und wenn ja, welche und welche eher nicht? Und was sind die Voraussetzungen dafür, dass dies geschieht? This is a tough question because we are spiritual beings and we're still physical beings. Das ist eine schwierige Frage, denn wir sind spirituelle Wesen, aber wir sind immer noch auch physische Wesen. So theoretically, it is absolutely possible to heal anything spiritually and energetically. Und theoretisch ist es natürlich absolut möglich, dass wir alles spirituell und energetisch heilen können. But because of all the belief systems in mass consciousness, those still affect us. Aber weil es in dem Massenbewusstsein all diese Glaubensmuster gibt, betreffen sie auch uns und sie haben noch eine Auswirkung auf uns. So it takes someone with an incredibly clear spirit to heal something when the collective consciousness says, no, you need chemo or no, you need surgery. It can be done, but it's difficult still. Es ist also durchaus möglich, aber was dafür nötig ist, ist ein ganz kristallklares Bewusstsein, einen ganz klaren Geist, dass man es schafft, trotz all dieser Störfrequenzen im Massenbewusstsein, trotz der Menschen, die sagen, du brauchst nicht Chemo oder du brauchst dies oder das, es sich dann wirklich zu heilen. And we have to remember that sometimes illness is our greatest teacher. Und wir müssen uns daran erinnern, dass die Krankheit manchmal unser größter Lehrer ist. I always say that soul-body fusion is a tool for healing and beyond. Und ich sage immer, dass Soul-Body Fusion ein Werkzeug für Heilung und darüber hinaus ist. Because I say, we'll let the soul do what the soul knows is best. Maybe I want to heal from this right now. Denn wir sagen, wir lassen die Seele tun, was das Beste für uns ist und vielleicht ist es gar nicht diese Heilung.
And her last question is, what are the preconditions for healing to occur? Der letzte Teil der Frage war, was sind die Voraussetzungen, dass die Heilung geschehen kann? I don't want to talk about preconditions because then you'll focus on those and feel that you failed if you haven't healed yourself. Und ich möchte gar nicht über Voraussetzungen sprechen, weil du sonst deinen Fokus darauf richtest und das Gefühl hast, dass du gescheitert bist, wenn du diese alle nicht erfüllt hast. Illness and healing is such an individual journey that I don't actually have an answer that would be true for all of you. Und Krankheit und Heilung ist so eine individuelle Reise, dass ich überhaupt keine Antwort habe, die für jeden passen würde und wahr wäre. What I do know is the human collective field is getting lighter and brighter, so we are going to see more miraculous healings. Aber was ich sehen kann, ist, dass das Bewusstseinsfeld der Menschheit heller und strahlender wird, sodass wir in sehr viel mehr Heilungen erfahren werden. Und And we'll Wunder. see more enlightened reactions when we are in ill health. Und wir werden auch sehen, dass es mehr erleuchtete Reaktionen gibt, wenn wir tatsächlich krank sind. All right. And it looks like the next set of questions is about work. One question is, can you talk about workplaces in the old system? Und dann haben wir noch einige Fragen rund um Arbeit und Lebenszweck erhalten. Und die nächste Frage ist, kannst du über Arbeitsplätze im alten System sprechen? It's important not to divide your world into this is old energy, this is new energy. Es ist ganz wichtig, dass ihr die Welt nicht aufteilt in alte Energie und neue Energie. Because you are a being who is committed to the new energy. Weil ihr seid Wesen, die der neuen Energie sich verschrieben haben. So if you feel constrained in an old workplace, notice how you are becoming a victim of the old way. Wenn du dich also begrenzt oder eingeengt in einem alten Arbeitsplatz fühlst, dann achte darauf, dass du dich als Opfer dieser alten Wege, der alten Art fühlst. And before you give up, bring your highest spiritual forgiving self to work and see if you can change that old system. Und bevor du aufgibst, versuche, ob du dein höchstes spirituelles Selbst in diese Umgebung der Arbeit bringen kannst und das System verändern. The worst thing that can happen is if all of you beautiful spiritual beings flee the world of work, and then there'll be no one to change the old systems. Das Schlimmste, was passieren könnte, wenn all ihr wundervollen spirituellen Wesen aus der Arbeitswelt euch verabschiedet, da rausgeht, weil dann wäre überhaupt niemand mehr da, der dieses System verändern könnte. Again, I can only give general advice right now because everybody's world is different. Ich kann also jetzt wirklich nur ganz allgemeine Ratschläge geben, weil natürlich ist es für jeden Einzelnen anders. And I'll just take this one last question, and that, is it possible to be close to enlightenment even though one's life feels turbulent, confusing and hopeless? Okay, und nun kommen wir zu der letzten Frage. Kann es sein, dass man kurz vor der Erleuchtung ist, auch wenn sich das Leben turbulent, verwirrend und hoffnungslos anfühlt? Absolutely yes. Absolut ja.
Enlightenment has nothing to do with your outside circumstances. It is how you've attached to them and how you react to them. Also die Erleuchtung hat nichts mit deinen äußeren Umständen zu tun. Es hat damit zu tun, wie weit du daran festhältst und wie du darauf reagierst. I have actually seen a loved one reach enlightenment in her last 2 weeks of life. And her life was hopeless. It was turbulent. There was no way she was going to live more than a few weeks. Und ich habe jemand, der mir sehr nahe stand, gesehen, die in den letzten 2 Wochen ihres Lebens, wo es tatsächlich hoffnungslos und turbulent aussah, die Erleuchtung erreicht hat. And I guess I better be more clear. Enlightenment is a journey. It's never, you never get there. There's more and more light we can behold. Und um es ganz klar zu sagen, Erleuchtung ist eine Reise. Es gibt keinen Punkt, wo wir sagen, wir sind jetzt angekommen, sondern es gibt immer mehr Licht, das wir halten können. So there's tons more questions, but we've spent 2 hours now together. Es gibt also noch ganz viele Fragen, aber wir haben jetzt schon 2 Stunden miteinander verbracht. And I just want to say how grateful I am to all of you that you're on a dedicated spiritual path. Und ich möchte sagen, wie dankbar ich bin für euch alle, dass ihr auf so einer spirituellen Reise seid und ich euch der absolut hingebt. It may seem like you're all by yourself and you're just fighting your own battles, but the collective consciousness is growing and developing faster than we can imagine. Und es mag so aussehen, als ob du ganz alleine bist und die Kämpfe alleine austragen musst, aber das kollektive Bewusstsein dehnt sich aus und es geschieht. And it's because each of you are living your life the best you can every day, vowing to do even better. Und das hat damit zu tun, dass jeder von euch jeden Tag das Beste gibt, um noch mehr zu wachsen. So on this day of August 8th, may the strength and power and wisdom of the lion be always with you. Und so wünsche ich euch, dass an diesem Tag des 8.8. die Kraft, die Stärke und die Weisheit des Löwen jederzeit mit dir sein soll. And again, thank you to Maggie and Petra and all of you who put this together. Thank you. Und nochmal danke an Maggie, Petra und alle, die dazu beigetragen haben, dass das so stattfinden kann. Herzlichen Dank. And really a huge thank you to Maggie, because it's really hard to translate me. Und nochmal ein großes Danke an Maggie, weil es echt schwierig ist, mich zu übersetzen. Yeah, and thank you so much, Jonette, for agreeing to do these webinars with us and helping us to spread the word here in Europe and all over the world. Thank you. And we'll see you again on 11/11/11. And until then, happy journeys. Ja, und wir sehen uns alle zum 11.11. und bis dahin wünsche ich euch glückliche Reisen. Okay, gut. Blessings. Bye, bye. Segenswünsche und tschüss und auf Wiedersehen. Goodbye also from us. Bye bye. Bye, bye.